Hallo und herzlich willkommen in den Allgäuer Alpen bzw. die Tannheimer Berge auf dem Weg zum Schönkala und seinen Nachbarn, dem Pirschling und auch noch Rehbichel. Und damit auch herzlich willkommen bei Mount Tour Guide. Kurz und knapp vorab, ihr findet den Link zum Download der gesamten Tourenbeschreibung jetzt oben im Info-Button oder unten in der Videobeschreibung. Der Schönkala heißt nicht umsonst Schön und Kala, ist eine wunderschöne Aussicht da oben und weite Flächen sind oben dann auch kahl, also passt der Name ganz gut. Kleiner schlechter Scherz am Rande. Zur Tour selbst. Diese Tour ist wirklich leicht, denn wir haben einen sehr großen Teil, wie man beim Rundflug auch schon gut sehen konnte, an Forstweg. Und dieser Forstweg verfolgt uns eine lange Zeit, führt uns durch einen sogenannten Jungwald, der wurde neu gepflanzt. An dieser Stelle möchte ich auch gleich mal sagen, es gibt dort kleine Pfade, in denen Menschen gerne mal abkürzen. Ich möchte an dieser Stelle sagen, bitte macht es nicht. Geht einfach den Forstweg, ihr spart euch nicht wirklich viel Zeit und schont damit ein bisschen die Natur. Wem das insgesamt zu langweilig ist, der kann natürlich auch direkt zum Einstein gehen, statt zum Schönkala, wie man gerade gesehen hat. Der Anfang der Tour ist nämlich derselbe, aber wir zweigen dann ab und nach einem kurzen Waldsteig kommt dann auch schon der von mir genannte Forstweg. Der führt uns bis hoch zu einer Alm und von da aus geht's dann über einen Wiesensteig etwas steiler bergauf. Bei mir muss man jetzt dazu sagen, es lag Schnee. Die Tour ist auch mit Restschnee noch gut machbar. Aber ihr könnt im Video gut erkennen, da lag zumindest am Wiesenhang noch einiges an Schnee. Nichtsdestotrotz werdet ihr da oben selten alleine sein. Der Schönkala ist relativ beliebt, weil einfach das Allgäuer Panorama sich vor einem eröffnet. Es gibt also keine Schwierigkeiten, auf die ich euch hinweisen könnte. Ich möchte nur kurz eins noch erwähnen. Der Schönkala ist natürlich der Hauptgipfel. Beim Aufstieg oben am Kamm werdet ihr merken, dass man auch abzweigen kann. Es gibt auch ein Schild Richtung Pirschling. Das ist ein kleiner Nachbargipfel ohne Kreuz. Ich bin ein Gipfelsammler, deswegen habe ich den direkt mitgenommen und auf der Karte ist mir dann aufgefallen, wenn man nur ein paar Meter, sagen wir mal 100 bis 200 Meter weiter geht, dann kommt man zu einem weiteren Gipfel, der Rehbichel heißt, ebenfalls ohne Kreuz. Meines Wissens nach kann man über diese Variante auch aufsteigen, vielleicht mache ich diese Tour auch noch irgendwann und mache daraus dann ebenfalls noch ein Video. Nichtsdestotrotz, leichter Aufstieg, eigentlich für jedermann machbar, auch was die Höhenmeter angeht und man kann ganze 3 Gipfel absahnen. Der Pirschling ist zudem etwas ruhiger als der Schönkala an sich. Deswegen glaube ich, kann jeder da oben einen Ort finden, an dem er sich wohlfühlt. Alles in allem eine wunderschöne Tour, kann man immer mal schnell zwischendrin mit einbauen. Ich wünsche euch an dieser Stelle viel Spaß, macht sie, geht sie die Tour, lasst mir doch ein Like da und direkt ein Abo. Über Kommentare freue ich mich auch sehr und nicht vergessen, nur mit Mount Tour Guide erreißt den Gipfel gescheit.